Servus Leute, im heutigen Video gehen wir campen. Fuck. Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Arna Rides Video. Willkommen zur heutigen Abstrampelmaßnahme. Amir, was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, campen zu gehen. Und zwar haben wir uns das Wochenende ausgesucht, was am heißesten ist. Das heißeste Wochenende seit langem soll um die 40 Grad heiß werden. Und deswegen fahren wir in der Nacht durch, um es etwas kühler zu haben, weil morgen fahren wäre wahrscheinlich Mord, jedenfalls für uns. Natürlich gibt es da Verrückte, die sowas wegstecken können wie nix. Aber wir gehören da nicht dazu. Wir sind eher Casual-Fahrer. Wir werden unser Hänger mitnehmen. Da ist unser ganzes Campingzeugs drinnen. Wir haben Zelt, Matten, Schlafsäcke, Campinglampe, sogar Campingbesteck. Also alles, was so Noobs brauchen und denken, beim Campen benötigen zu können. Wahrscheinlich werden wir die Hälfte eh nicht benötigen, aber wir haben mal einmal alles mitgenommen, oder? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Genau. Natürlich haben wir wahrscheinlich das Wichtigste vergessen. Wir werden mit dem Marin fahren hier. Das ist unsere Zugmaschine für heute. Und mit dem Cube. Jo, es liegen noch viele Sachen hier brach auf dem Boden. Wir sind hier noch am Organisieren und hoffen, dass wir gleich losfahren können. Ja, die Gesamtstrecke ist, glaube ich, 80 Kilometer, oder? 80 Kilometer schön langsam durch die Nacht. Ja, hoffentlich romantisch. Romantisch, fantastisch. Hoffentlich gehen wir nicht verloren. Hoffentlich gehen wir nicht verloren, ja, im Dschungel. Lampen sind aufgeladen, Fahrräder sind bereit. Wir packen jetzt nochmal zusammen und dann melden wir uns von unterwegs, oder? Was sagst Jawohl, du, Bruder? machen wir es so. Jo, bis Auf gleich. los, geht's los. Juhu. Und so sind wir mitten in der Nacht zu dieser Abenteuerreise aufgebrochen. Zu einer Zeit, in der ich normalerweise bereits im Tiefschlaf bin. Diesen Ausflug hatten wir schon länger geplant und mussten ihn bereits mehrmals verschieben. Jetzt kam das nicht mehr in Frage. Wir haben uns fest vorgenommen, die Kilometer durch die Nacht wegzudrücken, langsam, entspannt und abseits von Wurzelpassagen, jedenfalls größtenteils. Hoffentlich begegnen wir keine Schlangen, Skorpionen, Kamele oder sonstiges. Oder dem Yeti. Oder dem Yeti. Chupacabras. Chupacabras. Genau wir, jetzt hier in Österreich. In Wels. Das muss immer was sein. Routenplanung top. Kurzlicht, Langlicht. Dein Licht sieht daneben aus wie eine Kerze. Ich darf nicht so schnell fahren, sonst geht die Kerze aus. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch von Außerirdischen entführt. Also wenn das Licht anfängt zu flackern, dann weißt du, was los ist. Hallo. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. Wo sind wir? Wir sind in Kirchdorf an der Krems. Kirchdorf an der Krems. Genau. Das ist ungefähr Hälfte der Strecke, meine lieben Damen und Herren. Ja. Wir werden jetzt hier die nächsten paar Stunden chillen. Ja, es ist schon sehr heiß. Es ist schon sehr heiß, obwohl es mitten in der Nacht ist.
Es ist unglaublich, wie schwül es ist. Ja, Gott sei Dank sind wir in der Nacht losgefahren. stimmt. Tagsüber wäre das Mord. Mord, na. Mord. Ja. Jo Leute. Ja, wir werden jetzt ein bisschen trinken, essen und dann nochmal trinken und dann nochmal essen. Und dann werden wir uns überlegen, ob wir weinen oder weiterfahren. Oder? Stimmt, genau, ja. Ja. Ja, wenn alles gut geht, sehen wir uns das nächste Mal vom Gleinkersee, glaube ich, oder? Kleinkersee, ja? Ja. Das ist jetzt die Hälfte der Strecke. Wir haben jetzt noch ungefähr 30 und ein paar zerquetschte. Und dann sind wir da. Ja. Na dann, bis gleich. Bye, bye. Brauchst du Hilfe, junger Mann? Geschafft. Zelt aufbauen, schlafen gehen. Zelt aufbauen, schlafen gehen. Ja. Ja, unten habe ich gesehen, ist der Friedhof auf dem Rückweg. Und wie war die Fahrt? Anstrengend. Anstrengend. Wir sind angekommen, ziemlich fertig, müde. Jetzt werden wir die Sachen hier rauspacken, versuchen unser Zelt aufzubauen. Viele Leute sollen den Zeltplatz heute verlassen. Mal schauen, ob wir uns einen guten Platz ergattern können, aber Ja. provisorisch werden wir uns hier jetzt erstmal ausbreiten. Genau. Und später kann man den Zelt auch irgendwo anders platzieren im Schatten. Da hinten haben wir Griller. Jo. Genau. Das ist mal der See. Schaut auf jeden Fall gut aus soweit. Schaut erstmal gut aus. Ja. Bombenaussicht Geile Aussicht und ich hoffe, es bleibt kühler als in der Stadt. Ja. in der Stadt. Ja. Das wäre Ja. sehr, sehr wünschenswert, da wir uns wirklich ein bisschen aufs Ohr hauen müssen. Ja. Um ein bisschen auszuruhen. Ja, jetzt bauen wir erstmal Zelt auf. Ja, so schaut die Gaudi aus. 4 Personen Blackout-Tent. Verdunkeltes Campingzelt für 4 Personen. Sehr gut. Hoffentlich zieht es die Hitze an. Ja, genau. Ja, schwarz, ne? Das kann ja nicht mehr entfliehen. Also genau das, was wir suchen. Perfekt. Das heißt, für uns hier, ich verstehe gar nichts. Streben, streben, streben und dann steht das Zelt. Okay. Okay, streben, streben, streben und dann steht das Zelt. Und alles andere ist auf Chinesisch, Französisch. Super Sache. Ja, Ja, lesen brauchst du nicht, schau einfach die Bilder. Die Bilder. Ja, das ist hier, du baust einfach da das Gerüst und dann, Da steht, bau das Zelt auf, dann ist es fertig. dann ist es fertig. Okay, Ja, dann machen wir das. gebongt. Kriegen wir gebacken. Risiko ob Letzel. Kontrollen auf alle und den Länder und beschädigt sind. Das ist holländisch, glaube ich. Holländisch. Mijn seksleven is als Coca-Cola. Eerst was het lekker, toen werd het light, nu is het zero. Und wir brauchen Deutsch. Genau das, was ich hier nicht brauche. Stöpsel drehen, passt. 110 Kilo Maximum. Verdammt. Scheiße, ich bin an der Grenze. Oh oh, du brauchst 4 Matten. 4 Mal. Also hier nur Lok aufdrehen, das war's. Scheiße, Schau, das geht schon. Ja, die wird ein paar Minuten brauchen. Die saugt sich nur mit Luft an. Und dann schließen wir das und fertig. Hat Luft jetzt. Ja, ja, es saugt sich mit Luft an. Das ist so gepresste Matratzen. Oder so in die Richtung. So, dann haben wir die Dann machen zweite. wir die nächste auch. Ja. It's a kind of magic, magic. CD, Etui, entfremdet und Campingbesteck reingetan.
Juhu. Schau mal, sogar Kaffee drin. Schaut aber richtig schön aus, finde ich. Ja, Das ist cool. 2 Teller, Ja. komplettes Besteck dabei. Schau mal, Zange, Zange zum Flaschenöffner. Grillen. Kaffee kommt auch mit. Ja, zum Bier aufmachen. Cool. Gefällt mir, Bruder. Jo. Machen wir da ein bisschen Platz. Mitten in den oberösterreichischen Bergen liegt der Gleinka-See. Ruhig, klar und fast ein bisschen versteckt. Auf rund 800 Metern Seehöhe schmiegt er sich an den Nordrand des Toten Gebirges, eingerahmt von Wald, Felswänden und Gipfeln, die sich im Wasser spiegeln. Doch dieser See ist mehr als nur ein schönes Ziel für eine Radtour. Sein Name erinnert an das Stift Glenk bei Steyr, dem der See einst gehörte. Und wie so oft an alten Orten, an denen Wasser, Fels und Geschichte zusammenkommen, gibt es auch hier Geschichten, die man nicht sofort sieht. Eine Sage erzählt von den Franzosenkriegen. Damals sollen Geistliche des Stiftes Spital am Pyhrn ihre Schätze von den Feinden in Sicherheit gebracht haben. Sie versenkten ein Fass voller Gold im Gleinka-See. Als die Gefahr vorüber war und man den Schatz wieder bergen wollte, war der Seegrund an genau dieser Stelle plötzlich unerreichbar. Das Gold blieb verschwunden, irgendwo tief unter der stillen Wasseroberfläche. Ob Wahrheit, Legende oder einfach die Fantasie der Menschen, wenn man hier am Ufer steht, versteht man, warum solche Geschichten entstehen. Der Gleinka-See hat diese besondere Stille, eine Stille, in der man fast glauben könnte, dass unter dem Wasser noch immer etwas wartet. Liebe Leute, unser heutiges Video am Gleinka-See wäre nicht möglich ohne unseren langjährigen Sponsor Gico 100G. Gico hat uns unsere Zugmaschine gesponsert mit ihrem stärksten Motor bis jetzt, bis zu 500 Watt und mit der stärksten Batterie. Diese haben wir buchstäblich verwendet, um unseren Anhänger hier heute zum See zu fahren, und das hat sich super bewährt. Das ist mittlerweile unser 4. Gico-Fahrrad, und mehr zu diesem Umbauset werdet ihr jetzt im Voiceover sehen. Unser erstes Gico-Umbauset haben wir vor genau 2 Jahren bekommen. Damals wussten wir noch nicht, worauf wir uns einlassen und wie gut die Qualität tatsächlich sein würde. Long story short, wir wurden nicht enttäuscht. Das Set hat uns damals mit der Qualität und dem sehr einfachen Umbau überzeugt. Wenn du das Video dazu noch nicht gesehen hast, werde ich es dir oben verlinken. Seitdem haben wir noch 2 weitere Fahrräder umgebaut und jetzt haben wir das neue Gico 500er Set bekommen. Im Lieferumfang enthalten sind der 500 Watt Motor, die Ultra 50 150R Flaschenbatterie, ein Display zur Montage am Lenker, ein 3 Ampere Fast Charger sowie diverses Zubehör und Werkzeug. Der Umbau war, wie wir es von Gico gewohnt sind, sehr einfach und in wenigen Minuten erledigt. Im Grunde benötigt man nur die Felge mit dem Motor und die Batterie. Ein Kabel wird von der Batterie zum Motor gesteckt und schon ist das System einsatzbereit. Wir haben mittlerweile schon einige E-Bikes und Umbausets getestet, aber nur beim Gico-Umbausatz kommt das Fahrgefühl bisher am nächsten an einen Mittelmotor heran. Die Unterstützung ist präzise abgestuft und dadurch tritt man nicht einfach ins Leere. Möglich macht das ein spezieller Sensor am Motor, der offenbar die Kettenspannung und den Zug erkennen kann. Es handelt sich zwar nicht um einen vollwertigen Drehmomentsensor, aber in der Praxis funktioniert das überraschend gut und fühlt sich sehr natürlich an. Dieses Set haben wir bereits vor einigen Monaten bekommen. Da unser Campingausflug mehrmals verschoben werden musste, hatten wir genug Zeit, das Fahrrad mit dem Umbausatz ausführlich zu testen. Das Fahrgefühl, die Akkulaufzeit und die Verarbeitungsqualität gehören für uns zu den besten, die wir bisher bei E-Bikes und Umbausets getestet haben. Ein wenig mehr Leistung hätten wir uns von dem 500 Watt Motor allerdings gewünscht, speziell bergauf. Auf ebener Strecke wirkt das System sehr agil, aber sobald es steiler wird, merkt man, dass die 48 Newtonmeter irgendwann an ihre Grenzen kommen. Natürlich bin ich auch kein Fliegengewicht, je nach Fahrergewicht, Strecke und Einsatzbereich kann eure Erfahrung also durchaus anders ausfallen. Unterm Strich hat Gico auch hier einen sehr gelungenen Umbausatz auf den Markt gebracht. Besonders interessant ist es für alle, die ihr bestehendes Fahrrad nicht austauschen möchten, aber trotzdem unkompliziert auf ein E-Bike umsteigen wollen. Habe ich euer Interesse geweckt, so verlinke ich euch den Umbausatz unten in der Videobeschreibung und ihr könnt auf der Herstellerseite alle Details noch einmal prüfen. Vielen Dank noch einmal an Gico, dass sie unser heutiges Video gesponsert haben. Danke nochmal. Hello.
Kurzes Update für euch Leute. Es ist mittlerweile Nachmittag. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht. Jetzt werden wir uns ein wenig am Griller verpflegen. Amir ist der Chefkochmeister, oder? Schauen wir mal nach dem Essen. Schauen wir mal nach dem Essen. Ja, und dann später machen wir die Runde um den See, werden ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen die Gegend erkunden. Schauen wir mal, wie das Wetter mitspielt. Momentan ist es ziemlich heiß, aber ab und zu hat man so einen kleinen Winter auch. Geht's eigentlich, ja. Kann man aushalten. Kann man ausschalten. Moment, unser Zelt ist da unten, ist 500 Grad drinnen. Moment sollte man da nicht reinsteigen. Als ich aufgewacht bin, war ich schweißgebadet und mir war schwindelig. Aber Und abgenommen hast du sicher und abgenommen habe ich 1 Liter Wasser. Genau. Jo, da ist unser Essen. Amir hat für Besteck gesorgt, Kühltasche, ein bisschen Würstchen. Alles dabei. Cevapcici dürfen nicht fehlen. Stimmt. Wir sind ja immerhin vom Balkan. Ja. Bisschen Fleisch und dann sehen wir weiter. Schön. Kalbskoteletten. Spezialmesser. Jawohl. Was haben wir da Würstel? Das ist dann morgen auch Frühstück, oder? Morgen auch Frühstück. Und Mittagessen. Pizza. Das Pizza. Essen ist angerichtet. Jawohl. Amir isst eine Tomate, er mag Salat sehr. Fleisch, wir lassen es uns schmecken. Genau. Ja. Ich würde mal sagen Mahlzeit. Mahlzeit, Kollege. Ja. Jetzt sind wir auf die hervorragende Idee gekommen, Kaffee zu machen. Und da hat uns der Ahmed nämlich was besorgt. Und zwar, schaut euch das mal an. Ich hoffe, es geht nicht in die Hose. Kann man da anzünden. Das sind so trocken Feuertabletten. Und jetzt fängt dann der ganze Campingplatz an zu brennen. Noch ein bisschen vielleicht. So, und wir für 2 Tassen Wasser haben. Deckel drauf. Und jetzt tun wir warten. Hier schaut sind doch gut unsere aus. Campingtassen, die wir uns besorgt haben. Mit Karabiner. Mit Karabiner für den Rucksack. Das zweite. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis es heiß wird. Bis das Wasser kocht. Schauen wir mal, ob das soweit ist. Nein, aber es sieht gut aus. Doch mal Fingertest. Mach mal Fingertest, sagst du. Ja, mach mal Fingertest. Niemals. So, was haben wir hier? Wir haben hier von Kaffee Crown einen Latte. Küpüklü Südlü. Kuteplü. Wo hast du denn den her? Man weiß es nicht. Kuteplü. Schau mal, abgelaufen, 1994. Der schmeckt sicher gut. Ja, den kann man noch verwenden. Hat schon Zucker und alles integriert, glaube ich, oder? Also schaut nach weißem Pulver aus. Wird schon richtig sein. Ich hoffe, für uns Toiletten sind in der Nähe, oder? Ja, du siehst oben da den Berg. Da oben sind die ersten Toiletten. Also, Schau mal, das dampft schon. ja. So, schauen wir mal. Boah. Tada, es kocht. Perfekto. Cool, danke. Hat gut geklappt. Besser als gedacht. Nach dieser Stärkung haben wir die nächsten Stunden am See verbracht, um uns abzukühlen. Die Kamera blieb mal zur Abwechslung am Tripod zurück und überhitzte kurz darauf.
In Österreich ist Zelten in der Natur leider streng verboten und man darf nur an öffentlichen Campingplätzen sein Zelt aufschlagen. Leider war es hier voller als gedacht, wer hätte das gedacht, an so einem heißen Tag, und wir haben auf die Abendstunden für ein wenig Ruhe und Ausklinken gehofft. Kaum hatten wir unsere Stühle aufgestellt zum Chillen bei einer leichten Brise, schlug das Wetter so schnell um, dass wir es kaum glauben konnten. Besser? Schaut nach Gewitter aus. Ja. Aber jetzt ist es schön kühl. Schön kühl und windig. Schön. Dass wir heute Abend nicht Land unter haben. Es ist mittlerweile Abend. Wir haben uns ein bisschen frisch gemacht und konnten endlich mal duschen. Hier gibt es sehr gute Duschanlagen. Kann ich nur empfehlen. Alles top, top. Aber es schaut und riecht nach Gewitter aus. Mal sehen, wie die Nacht oder was die Nacht noch ergeben wird. 12 Sekunden später. Schaut so aus, als würden wir keine ruhige Nacht heute Abend haben. Der Wind zieht so richtig schön auf. Und was sagst du? Ja, Vollgas. Welche Prognose? Entweder geht es schnell vorbei oder wir sind im Arsch. Oder wir sind im Arsch und es stürmt die ganze Nacht. Das Zelt ist gut verankert grundsätzlich, aber mit diesem Zelt sind wir das erste Mal unterwegs. Bin mir nicht sicher, wie das Ding halten wird. Aber ich versuche es mal ein bisschen windsicherer zu machen. Auf jeden Fall zieht der Wind so richtig auf. Kaum habe ich gesagt, hoffentlich wird es nicht stürmen, schon kommt das Ding, alter Schwede. Ja, alles ist gut, solange es nicht donnert. Kann man diese Seitenwände irgendwie... Hier sind die Klett. Achso, die haben auch Reißverschluss. Egal ob es stürmt oder nicht, für ein Duplo ist immer Zeit. Was machen, Kollege? Ich weiß nicht, Bruder. Wenn es anfängt zu regnen, gehen wir rein. Ansonsten, Ah ja, wir können nicht großartig was machen. Und wenn es hagelt, dann gehen wir ins Restaurant. gehen wir gleich frühstücken. Ja, Die Eierspeise. wir betteln. Eintritt. Ja, es ist genau das eingetreten, was das Orakel prophezeit hat. Es stürmt. Ja. Es ist so scheiße windig, unser Zelt hält es gerade noch so aus. Wir müssen uns mit Händen und Füßen aushelfen, damit nicht alles einbricht. Aber ja, noch halten wir aus. Ich würde gern wissen, ob die anderen auch jetzt drin sind, was die tun, oder sind die schon alle weg und wir sind die einzigen, die hier noch die einzigen, die hier noch im Zelt sind. Wahrscheinlich sind wir die Einzigen. Kann ich sehen. Na, das musst du wieder wegtun, das eine. Das ist keine Unterwitz. Alter. So, geh campen, das macht Spaß, das ist toll. So, wir haben jetzt 21:50 Uhr. Es hat jetzt mal aufgehört zu stürmen. Bei uns haben sich hier die Streben angefangen zu biegen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Und ein paar Mal ist das vorne das Zelt fast auf uns gekracht. Da haben wir mit den Füßen draußen gedrückt, um uns auszuhelfen. Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt heute Abend. Besonders erfahren beim Zelten sind wir nicht, also wahrscheinlich ist das normal. Ja. Es frischt wieder auf. Szene. Jetzt kannst du aber wirklich. Festhalten, Bruder. Fuck! Das war die heftigste Stoßwelle bis jetzt. Alter Schwede.
Guten Morgen, Leute. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt, ja. Nach einer Weile hat es aufgehört zu stürmen. Die Nacht war Ja. relativ ruhig. Konntest du gut schlafen, Bruder? Ich konnte gut schlafen, ja. Ja, ich auch. Bin dann aber irgendwann mal um 3 Uhr in der Früh aufgewacht, weil mir kalt geworden ist. Dann habe ich den Schlafsack ausgepackt und habe mich da reingekuschelt. Aber ansonsten, die Matten hier waren ein bisschen rutschig. Bin permanent nach unten gerutscht. Hier ist so ein bisschen Gefälle. Also sind wir beide die ganze Nacht nach unten gerutscht und wieder nach oben. Ja. Ja, jetzt werden wir gepflegt schön Kaffee trinken, zusammenpacken und hauen ab, oder? Genau, und dann machen wir uns auf dem Rückweg, ja. Ja. Genau. Weiß nicht, ob wir noch viel aufnehmen, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich Genau. hoffe, das Video hat dir gefallen. Genau, lasst doch ein Like da und einen Kommentar und abonniert den Kanal bitte. Genau. Das würde uns ungemein helfen. Ja, lasst einen Kommentar da, wie dir das heutige Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ja, Anna Rides. Bye. Zelt ist schon wieder leer. Sachen werden gepackt. Amir kämpft mit dem Stuhl. Der Stuhl. Das sieht wie so ein Luftballon-Figur-Ding, was man so machen kann aus so diesen Luftballons. Jetzt bastel mal ein Hund.